Dieser Rat kann von vielen erfahrenen Hunde- und Katzenbesitzern gegeben werden, die aus eigener Erfahrung wissen, dass Haustiere durch ihr Verhalten mit Menschen über etwas Wichtiges sprechen können. So geschah es auch mit einem jungen Mann namens George Miller, der Intuition seines Hundes vertraute und ein unschuldiges Leben rettete. George hatte keine Familie und lebte allein in einer Großstadt, fernab von Verwandten und Freunden. Oft war er einsam, und deshalb beschloss er, sich einen pelzigen Freund anzuschaffen, einen Hund, den er Crosby nannte. Der Hund hatte einen leichten und fröhlichen Charakter, spielte gerne mit George und wurde sein ständiger Begleiter. Über 8 Jahre lang lebte er bei Miller und freundete sich mit den Nachbarschaftsstieren, einer Katze und einem Hund, an. Oft gingen sie zusammen spazieren und spielten, aber plötzlich kam alles zu einem jähen Ende. Nacheinander starben die Nachbarschaftskatze und der Hund, und Crosby begann, seine Freunde zu vermissen. Eines Tages kam Miller nach Hause und sah, wie der Hund auf die Wand starrte. Der Hund nahm seinen Blick nicht von ihr ab, was seinen Besitzer verwirrte. In der Nacht, als George aufstand, um Wasser zu holen, sah er den Hund wieder, wie er die Wand hypnotisierte. So ging es mehrere Tage lang weiter, und der Mann beschloss, nachzusehen, was los war. Bevor er zur Arbeit ging, installierte er eine Kamera, um zu sehen, wie sich Crosby tagsüber verhielt. Als er die Aufzeichnung ansah, bemerkte Miller, dass der Hund nur dann an der Wand saß, wenn der Besitzer zu Hause war, aber ansonsten seinen eigenen Beschäftigungen nachging. George beschloss, dass Crosby ihm ein Zeichen gab, und vertraute dem Hund. Als er zur Wand ging und zuhörte, war George schockiert, als er merkte, dass sich drinnen jemand befand. Nachdem er ein Loch in die Wand geschlagen hatte, holte Miller ein lebendes Kätzchen heraus. Der junge Mann verstand nicht, woher es kam und wie lange es in Gefangenschaft gelebt hatte. George fütterte das kleine Tier und beschloss, es in ein Tierheim zu bringen. Er sah, dass Crosby sich über den neuen Freund freute, aber Miller hatte nicht vor, eine Katze anzuschaffen. Im überfüllten Tierheim weigerten sie sich jedoch, das Tier aufzunehmen und empfahlen, es auf der Straße zu lassen. George konnte das nicht tun, und deshalb nahm er das Kätzchen mit und gab ihm den lustigen Namen Ray Ray, was mit Strahl übersetzt werden kann. Als der Mann und die Katze nach Hause kamen, war Crosbys Freude grenzenlos, und George Miller erkannte, dass sein treuer Freund aufgehört hatte, traurig zu sein. Übrigens haben wir bereits über eine interessante Geschichte geschrieben, wie ein Hund Kätzchen gerettet hat und deren Mutter wurde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.